Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis, immer noch aus Hamburg. Ja, ich stelle euch heute die beste Alternative zu diesem Duft vor. Hier Baccarat Rouge 540 von MFK. Der Duft, der alles zerstört, zusammen mit Aventus. Überall riecht man ihn, jedenfalls geht das Gerücht um. Also ganz ehrlich, ich habe den draußen auf der Straße jetzt. Ich rede jetzt nicht von Angestellten und so weiter, sondern auf der Straße habe ich den zweimal gerochen. Aventus öfters, aber man sollte es nicht immer übertreiben. Auf jeden Fall trotzdem ist das ein geiler Duft. Ihr kennt die Geschichte. Man ist beim Zahnarzt. Man geht über die Kirmes, man findet die Frau hinter den Mandelstand geil, möchte sie vernaschen mit einem Kondom und so weiter. Das heißt, es riecht nach Gummi, Autoreifen, Medizin und irgendwas Süßes, Mandel, Gebäck und so weiter und so fort. Und es gibt ja einige Tubes. Ich habe zuletzt den Claptenoid Untold vorgestellt, der wirklich gut ist. Aber jetzt kommt einer, der erstmal günstiger ist und kann ich jetzt schon sagen, 20 Minuten wirklich identisch riecht. Vielleicht ein bisschen mehr oder männlicher, ein bisschen männlicher durch das Safran, was ein bisschen stärker rüberkommt, aber es ist nur Orangen-Amber drin. Es ist überhaupt kein Safran wie im Original drin. Und zwar rede ich von Zara For Him Red Edition. Red Edition, yes, von Zara. So, 24 € kostet dieser Duft. Und ihr habt wirklich, also ganz ehrlich, man muss auch mal den Preis sehen und das ist geil. Ich dachte erst ein bisschen Kaffee, nein, natürlich nicht, aber man nimmt das so leicht wahr. Sehr nice, guter Sprüher, schöner Flakon und ich kann nicht sagen, dass ich nur eine 2, 3 in Haltbarkeit für diesen Duft rausgebe. Nein, da gebe ich tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eine doch gute 7, der hält gut, 7, 8 sogar, natürlich hautnah zum Schluss. Ich sehe gerade hier, dass hier was kaputt ist. Ja, da werde ich dann nochmal, mal gucken, ob ich da nochmal hinschreibe. Fakt ist auf jeden Fall, dieser Duft ist nice, wirklich nice. Warum ist mir das eigentlich vorher nicht aufgefallen? Guck mal, ich bin jetzt so einer für mich, ich bin so ein 100%iger. Das fällt mir jetzt live hier bei der Videoaufnahme auf, dass hier ein Stück weggebrochen ist. Aber es sieht gar nicht wie weggebrochen aus, sondern fast wie, als wenn das so produziert worden ist. Sollte natürlich nicht sein, weil es ist keine scharfe Kante. Okay, egal. Auf jeden Fall geht es weiter zum Duft. Back to the Roots, wollte ich schon sagen. Ja, es ist im Endeffekt, also ich finde ihn fast besser als den Untold. Der Untold ist von Claptenoid, ist natürlich, ich sag so männlich. Männlicher habe ich ja gesagt, stimmt auch, ist er aber auch beim Aufspringen. Und nachher, nach 20 Minuten, habt ihr dann komplett Eau de Parfum DNA von Baccarat Rouge. Ne? Also nicht das Extrakt de Parfum, sondern das Eau de Parfum. Und ganz ehrlich, es ist geil. Ihr müsst natürlich auch einen Duft, die meisten oder viele, kann ich nicht nachvollziehen, geben einen Duft natürlich immer überhaupt keine Zeit, sprühen auf und sagen, riecht gar nicht so. Oder ist nicht gut. Mann, Leute, ihr müsst einen Duft länger auf der Haut tragen oder auf den Klamotten, um überhaupt zu wissen, ob er gut ist oder nicht. So, und ich brauche dieses Video wirklich nicht groß oder lang machen. For Him Red Edition von Zara, 24 oder 25 €. Und da könnt ihr ihn einzeln bekommen und mit einem Deo-Spray. Ich würde natürlich das Deo-Spray, was solche Düfte angeht, überhaupt ein Deo, das ist ein anderes Thema, nicht benutzen, aber zum Raumspray, ihr könnt das zum Raumspray umwandeln, ist doch schon nice und riecht auch gut, kostet genau gleich. Also 24,95 €, entweder mit Deo oder ohne. Jedenfalls sehr nice. Also da hat Zara wieder mal wirklich einen guten Dupe gemacht. Ein bisschen, also sagen wir mal nicht ganz so süß. Hier dran darf man eigentlich gar nicht riechen, weil hier riecht es nach Plastik. Nochmal aufgesprüht. Ich meine, es riecht hier. Also es ist am Anfang, denkt ihr so ein bisschen, nee, obwohl die Zahnarzt-Vibes sind eigentlich auch schon da. Also in der Luft, ich hatte den ja auch schon auf der Haut kurz, und wie gesagt, das heißt kurz abends und dann über Nacht, deswegen, also er war nächsten Tag noch da. Also man ist natürlich unterwegs und wenn man im Bett ist, dann, oder wenn man schlafen möchte,
Denn bewegt man, gut, man dreht sich doch auch schon, also im Endeffekt, und man schwitzt ja nachts auch extrem, das wissen viele gar nicht, man schwitzt trotzdem, deswegen soll man dann anfangen oder wenn man aufwacht auch sehr viel trinken. Fakt ist aber, der wird er eh nicht draußen halten, also ich hatte ihn nächsten Tag, ich gebe ihm einfach mal eine 8. So, 8 von 10 Punkten, weil hautnah natürlich, aber er ist schon gut. Und von der Ausstrahlung, man nimmt ihn wahr. Also 7, würde ich auch eine 7, es ist immer schwer, das zu sagen. Ich würde sagen eine 7. 7 bis 8, 7,5 und ein 8 in Hypercut. Ja, so könnt ihr, und für 24 Euro, Leute, ihr könnt ja auch das Original kaufen. Natürlich hält das Original extrem lange. Den habe ich immer in der Nase nach 2, 3 Tagen, aber da müsst ihr auch über 200 Euro hinlegen. Nochmal. Ich liebe das Original. Das Original ist das Original. Das hat auch immer noch einen ganz kleinen anderen Touch. Das bleibt so. Und ich habe auch das Extrakt-Parfüm auch. Es bleibt einfach. Das ist Nummer 1. Aber für Leute nochmal. Ich bin auch ein Kanal. Ich stelle liebend gern Nische vor. Ich stelle auch mehr Nische vor als Designer im Schnitt. Ich habe auch, oder ich trage im Schnitt auch am meisten Nische. Ich hatte das schon mal gesagt, warum, weshalb. Es ist einfach eine andere Qualität. Es ist einfach, es kommt in der Nischenwelt einfach aktuell viel mehr als im Designer. Im Designer ist alles gleich, außer ein paar Ausnahmen. Und wenn man sich überlegt, dass man für 100 ml Designer inzwischen 130 Euro ausgeben muss oder 112 Euro für das neue Boss Bottle Pacific auch, aktuell das heißt ja alles Pacific, dann muss man sich mal überlegen, da kriege ich von Francesca Bianchi auch schon einen durch. Ja, okay, 30 ml, aber dann habe ich wirklich einen richtigen Nischenduft, weil Francesca Bianchi gehört jetzt hier nicht hin, aber das sind richtige Nischenqualitäten. Und dann muss man sich so ein bisschen, und ich habe ja schon mal in den Vergleich gesagt, ich habe so alles nebeneinander stehen, Designer und der Nische, und ich greife immer grundsätzlich mehr zur Nische, aber damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass Designer schlecht sind. Aber für Leute, die eben nicht 250 Euro ausgeben können aktuell und gerade in der Zeit, wo alles teurer wird und so weiter und so, ne, und warum auch immer, vielleicht haben sie auch keinen Bock, stelle ich natürlich Zara vor und andere Dupes, weil, ganz ehrlich, auch in der Nische gibt es übrigens Mist. Es gibt überall Mist, ne? Das ist ja nun mal. Also Fakt ist, das ist auch nice. Und da könnt ihr nichts mit falsch machen. Ich sag, oder ich wiederhole es nochmal, 24 Euro. Was wollt ihr damit falsch machen? So, für Leute, die also den gern haben möchten, und ich finde das sogar, also vielleicht nicht, vielleicht ist der Anteil stärker oder hält länger, ist aber ein bisschen weniger wahrzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer dieses Ding, wenn ihr so viel oder jeden Tag Parfüm benutzt, dann ist, oder ein Duft, oder gibt es manche Düfte, die könnt ihr nicht immer wahrnehmen. Den nehme ich gut wahr. Den Anteil auch später nicht mehr ganz so. Ne? Und deswegen, ich würde einfach mal den blind bestellen. Ihr könnt da nichts mit falsch machen. Zur Not verschenkt den danach und dann ist gut. Und mehr möchte ich auch nicht sagen. Red Edition for Him von Zara. Beste Alternative zu Baccarat Rouge Eau de Parfüm. Also Leute, bis zum nächsten Mal.